Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikvideo der Firma 9FF. Nachdem wir viele Anfragen von euch erhalten haben zu Berichten über Themen, über die wir mal referieren könnten, hat sich herauskristallisiert, Bremse ist besonders oft gefragt worden und deshalb das heutige Thema, leicht zu erraten, Bremse. Bremse, Bremsanlage, Technologie dahinter, verschiedene Arten, Regelungen und so weiter, einmal alles A bis Z Bremse. Porsche ist ja glücklicherweise eine der Firmen, die sich besonders intensiv um das Thema Bremse kümmern. Das heißt, viele tolle Entwicklungen von Porsche vorangetrieben, viele Technologien, die als erstes in Porsche-Fahrzeugen verbaut wurden, wie zum Beispiel die Keramikbremsanlage, da waren sie ganz weit vorne mit dabei. Immer die stärksten Bremsen, immer die kürzesten Bremswege. Und da wollen wir einfach ein bisschen drauf eingehen. Also, im Laufe der Zeit sind die Bremsen ja immer größer geworden. Das begann alles mal mit Stahlbremsscheiben, die waren zuerst voll, ohne Kühlung innen drin. Dann kamen irgendwann etwas größere Bremsscheiben mit Kühlkanälen, mit Bohrungen und Nichtbohrungen und so weiter in den unterschiedlichen Modellgenerationen, vom G-Modell an mit innenbelüfteten, dann über 964 und 993 schon mit richtig tollen Bremsanlagen, vielleicht hervorzuheben die vom 993 Turbo. Ja, das erste Mal eine zweiteilige Bremsscheibe, Reibring und innerer Bremsscheibentopf mit Schrauben verbunden. Mehrkolben-Bremssättel, die dann aufkamen, vorne 4 Kolben, hinten zu Anfang noch 2 Kolben Bremssättel, irgendwann dann ringsrum 4 Kolben mit dem 996 und mit dem Boxster, ging dann weiter mit dem GT2, vorne sogar 6 Kolben Bremssättel, das heißt also die Bremsen wurden immer größer, die Bremssättel wurden immer größer, die Bremsbeläge wurden immer größer, weil natürlich auch mehr Belachfläche auf einer Bremsscheibe besser bremst, vielleicht auch nicht ganz so warm wird und natürlich auch weniger Verschleiß hat, ist einfach auch mal mehr Material da und der Druck über viele Kolben viel gleichmäßiger auf die Scheibe übertragen werden kann. Die Bremsen werden ja immer größer und das hat einen relativ einfachen Grund. Wenn man sich das vorstellt, mit einem ganz kurzen Schraubenschlüssel kann man eine Schraube eher schwierig lösen, mit einem ganz langen Schraubenschlüssel kann man auch eine feste Radschraube relativ leicht lösen. Das heißt also ganz einfaches Hebelgesetz. Und je weit außen der Bremssattel ist, desto weniger braucht er zu bremsen, um trotzdem viel Bremsenergie zu erzeugen. Das heißt also einfaches Hebelgesetz, je größer die Scheibe, desto besser bremst auch. Außerdem hat sie einfach mehr Volumen, wird nicht so schnell warm und kommt dann auch nicht so schnell ins Fading oder in Vibrationen und Verformung und solche Sachen. Also ganz einfache Sache, je größer, desto besser bremst es. Was dagegen spricht, ist natürlich, je größer, mehr Material, es wird immer schwerer. Schwer heißt zum einen, wenn man das Rad beschleunigt, die Masse ist viel träger. Man braucht eigentlich schon mehr Leistung, nicht nur eigentlich, man braucht mehr Leistung, um alleine schon die Drehbewegung zu beschleunigen. Beim Bremsen genau das Gleiche. Und zusätzlich die Federung des Rades. Je schwerer das Rad mit der innenliegenden Bremsscheibe und Bremsanlage ist, desto unsensibler spricht auch die Federung an. Das heißt also, wenn es alles ganz, ganz leicht ist, federt es besser, beschleunigt schneller, bremst besser. Also im Prinzip haben wir keine Verschlechterung dadurch, wenn es leichter wird. Und deshalb kamen dann irgendwann die Keramikbremsscheiben. Deutlich leichteres Material, was ganz anderes als Stahl, also ein Faserverbund, der dann durch spezielle Temperatur- und Druckmethoden extrem aushärtet und dann Stahl- oder metallähnliche Eigenschaften erreichen kann und deshalb sich hervorragend eignet für Bremsen. Spezifische Gewicht deutlich leichter als eine Stahlbremse. Man spart bei einem Auto, also mit einer wirklich großen Bremse, fangen wir mal ganz oben an, 992 Turbo, ja, so eine Stahlbremse, eine nochmal etwas größere Keramikbremse, spart man am Auto ringsrum sicherlich 30 Kilogramm alleine nur durch die Bremsscheiben, was ja sonst im Auto eigentlich sonst so gut wie gar nicht irgendwo zu finden ist mehr. Und wie gesagt, eben, wenn man zu 4 teilt, in etwa 7,5 Kilo pro Rad, ist schon gewaltig, das ist schon mehr als eine halbe Felge, die man sich spart an Gewicht, Rotation und federungstechnisch. So, das war jetzt ja alles relativ technisch und vielleicht nicht unbedingt wirklich anschaulich, bis auf meine primitiven Zeigemethoden.
Ich glaube, am sinnvollsten ist, wenn wir mal in Richtung Auto gehen. Dann können wir nämlich uns die Unterschiede ganz genau angucken und dann wird es auch deutlich verständlicher. Also man sieht sie am Auto. Als erstes hätten wir hier die Hinterradbremse eines Porsche 964, in dem Fall ein Werks-Turbolook, etwas breiter. Man sieht die Bremsscheibe, keine Löcher, keine Schlitze, kein gar nichts. Was man jetzt nicht erkennen kann, sie hat schon intern radial Kühlluftkanäle, das heißt, es ist eine innenbelüftete Bremsscheibe und man sieht vielleicht etwas den schon recht großen Bremssattel, ist ein 4-Kolben Aluminiumbremssattel, Durchmesser 300, das war zu der Zeit schon relativ groß, da passt noch 16 Zoll drüber, 17 war ja Standard bei den Autos, also das ist für uns die Startbremse. Einmal zeigen, gibt auch noch kleine Bremsen. Hier hätten wir die nächstgrößere Bremse, 997 Turbo Vorderachse, hier die Stahlausführung. Man kann vielleicht erkennen, der deutlich größere Bremssattel, 1 Kolben, 2 Kolben, 3 Kolben, beide Seiten 6 Kolben Bremssattel, kann man schon von außen relativ gut erkennen. In dem Fall die Scheibe jetzt auch mit Kühlluftbohrung. Und die Kühlluftbohrungen, die so geschwungen nach hinten zeigen, entsprechen der innenliegenden Kanalform der Kühlluftkanäle. Das heißt, die folgen genau dem innenliegenden Kühlluftkanal. Und da sieht man dann auch ganz gut, wenn man sich vorstellt, das wäre die Fahrtrichtung, so rum dreht sich das Ganze. Die Kühlluft, die innen durch die Kühlkanäle geht, wird von innen in der Scheibe angesogen und wird dann nach außen abgeleitet. Das heißt, von der Innenseite aus durch die Scheibe in diese Richtung und dann durch die Felge wieder raus. Das ist die Richtung der Kühlluft, die am effektivsten funktioniert. In dem Fall 350er Durchmesser, also schon mal 5 cm größer als die im 964. Außerdem ein ganzes Stück dicker, 34 mm. Das ist schon ein ganz schöner Apparillo und die hat in den Autos eigentlich auch immer recht gut funktioniert. Und hier sind wir jetzt wiederum bei einer Stahlbremse, wiederum die nächstgrößere Größe 380 mm. In dem Falle eine 997 Cup Bremsscheibe mit dem entsprechenden Bremssattel. In dem Falle jetzt auf Kundenwunsch in Spezialfarbe lackiert. Ist auch wieder ein 6-Kolben Bremssattel, allerdings größer als der vom 997 Turbo, damit er eben auch auf die größere Scheibe drauf passt. Das ist eigentlich die Bremsanlage, wenn man an Stahlbremsen festhalten möchte, die auf dem 997 die perfekte, größte Variante darstellt. Extremst wenig Fading, wirklich Rennstrecken geeignet, trotz relativ hohem Fahrzeuggewicht, astreine Kühlung und perfekte Bremsscheibe. Also extrem gute Option für Tuning. Leider natürlich relativ teuer, weil wir viele Porsche Originalteile verwenden müssen. Aber aus meiner Sicht ganz klar die beste Stahlvariante. So, mit den Stahlbremsscheiben sind wir jetzt im Prinzip durch. Wir haben alle Größen uns einmal angeguckt und die unterschiedlichen Kühlverfahren. Deshalb kommen wir jetzt zur PCCB, zur Keramikbremsanlage. In dem Fall hier 991 Turbo Hinterachse. 4-Kolben Bremssattel, man sieht es wieder, 1 Kolben, 2 Kolben. Das gleiche auf der anderen Seite, 4-Kolben Bremssattel für die Hinterachse, 390 mm. Ein Riesenapparat. In Stahl braucht man auch schon fast einen Kran, um die ans Auto zu heben. In Keramik wirklich federleicht. Ganz tolle Sache. Man sieht auch wieder die Kühlluftbohrung, allerdings deutlich weniger. Hat zum einen damit zu tun, dass es die Hinterachse ist, zum anderen, dass bei Keramik man vielleicht lieber nicht ganz so oft reinbohrt, wie man es bei Stahl macht. Die Festigkeit ist sehr hoch, aber die Zähigkeit ist nicht ganz so gut. Auch tolle Bremse, innenliegende Trommelbremse sieht man jetzt nicht, ist in dem Teil mit integriert. Was man aber gut sieht, zweiteilig das Ganze ausgeführt, Reibring Keramik, Topf in dem Fall aus Stahl, weil gleichzeitig auch die Handbremsfunktion mit integriert ist. Bei Sportwagen oft auch aus Aluminium und bei GT3, GT2 Modellen an der Vorderachse standardmäßig aus Alu, weil es eben einfach nochmal leichter ist, ungefederte Masse, weniger rotierende Masse, Trägheit viel besser. So, und hier sind wir jetzt beim Maximum angekommen, was Porsche zurzeit beim 911er anzubieten hat in Sachen Bremsanlage. 992 Turbo S, riesengroße Keramikbremsscheibe mit über 400 mm Durchmesser in Kombination mit einem 10-Kolben Bremssattel. Also die Bremskolben nicht nur einfach in einer Linie, sondern auch noch versetzt. Das heißt, für einen extrem hohen Belach, der dann trotzdem immer noch gleichmäßig angepresst wird, um eben eine ideale Reibverteilung und Druckverteilung zwischen Bremsbelach und Scheibe zu haben. Geht in der Größe im Prinzip nur noch in Keramik, in Stahl
kann man sowas eigentlich nur im LKW verbauen, aber nicht, wenn es sportlich oder gut federn soll. Das ist zurzeit das Maximum. Die Kehrseite, Scheibe, 7.000, 8.000 Euro, irgendwo so in dem Bereich. Bremssattel, auch irre teuer. Aber bei einem Auto, was ohnehin teuer ist, gehört sowas einfach mit dazu. So, und als letzte Bremse, die wir heute hier live am Auto vorstellen, eine 991 Cup Hinterradbremse. Nochmals leistungsfähiger als die auf der Straße verwendet werden, die Straßenbremsanlagen in Stahl. Der Bremssattel nochmal deutlich größer, besser gekühlt, bessere Isolierung zum Bremsbelag hin. Eine wirklich schwimmend aufgehängte Scheibe. Man sieht es in dem Fall auch Aluminiumtopf, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Zwar auch noch mit innenliegender Handbremse, aber die wird ja nicht wirklich zum Bremsen, sondern eigentlich nur zum Stehen benutzt. Also mit integrierter Handbremse, mit einer extrem hochwertigen Reibscheibe, mit, man sieht es, nur noch Schlitzen. Das heißt, die Kühlluftbohrungen scheinen Porsche in dem Falle nicht ganz so wichtig zu sein. Schlitze und entsprechende Kühlluftkanäle wieder, die wieder von innen nach außen die Kühlluft durch die Scheibe, durch die Rotation wie ein Propeller durchziehen. Also komplett Motorsport, extrem temperaturbeständige Bremsbeläge, die leider dann auch oft quietschen, wie auch manchmal in den GT3-Modellen, weil einfach Metallanteil immer höher wird. Dadurch wird die Bremsleistung und Temperaturstabilität immer besser, aber dann fängt es leider auch an zu quietschen. Also nicht wirklich straßengeeignet, deshalb benutzt man es ja auch nicht auf der Straße, aber für den Rennsport eben das Maximum, was man machen kann. Ja, zusammenfassend kann man sagen, das Repertoire an tollen Bremsanlagen ist sehr groß. Glücklicherweise kennen wir uns in den Modellpaletten sehr gut aus und wissen genau, welche Bremsen wir von welchem Modell an welches eventuell adaptieren können. Und haben deshalb, würde ich sagen, für jedes Fahrzeug eine nochmals bessere Bremse, hauptsächlich aus Porsche-Teilen, im Repertoire. Das heißt, wir können also fast bei jedem Fahrzeug, abgesehen vielleicht von ganz alten Modellen, die Bremsleistung sicherlich nochmal steigern, was natürlich speziell für unsere sehr schnellen, sehr starken Fahrzeuge wichtig ist und wir auch in jedem Falle mit anbieten und favorisieren. Dadurch, dass wir hauptsächlich auf Originalteilen aufbauen, auch eintragungstechnisch für uns kein Problem, was ja bei uns im Lande auch sehr wichtig ist. Und wir wissen, dass wir geprüfte Komponenten verbauen. Das heißt, absolute Funktionssicherheit, weil Bremse ist ja nun mal ein lebenswichtiges Bauteil am Fahrzeug. Ja, ich hoffe, ich habe das eine oder andere an Fragen damit erklärt. Es ist ein bisschen mehr Licht ins Dunkel der Bremsanlage gekommen, sonst sieht man sie ja oft ja gar nicht so wirklich hinter den Felgen, mal mehr, mal weniger. Sie ist eben nicht nur einfach die Bremse, nicht nur wie der Reifen, der auch nicht nur einfach schwarz und rund ist. Es steckt da eben doch viel mehr dahinter, ob es die Kühlung ist, ob es das Gewicht ist, ob es die Größe ist, die Anzahl der Bremskolben und so weiter. Es ist eben eine wirklich hochtechnische Angelegenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis demnächst wieder. Macht's gut und ciao.